Herzlich willkommen Fische auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Sommer in puncto Liebe erwartet. Bitte beachte dabei auch dein Venuszeichen und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Los geht's. Für Fische bitte, was kommt jetzt im Sommer in puncto Liebe auf Fische zu? Also Fische, vollkommen wurscht, welche Karten jetzt kommen. Es ist mein 4. Versuch, dieses Video aufzunehmen. Das heißt, entweder wirst du hier 4 Anläufe mit diesem Menschen, also ist ja in den meisten Fällen ein Mann brauchen, oder du hast bereits einige Anläufe mit dieser Person gehabt und da wird jetzt der 4. Versuch kommen. Wie auch immer, deswegen kam gestern auch kein Video, weil das war der 3. Versuch und irgendwann gebe auch ich meine Nerven auf. So, also hoffentlich klappt es jetzt. Schau, ich habe einmal den Pagen der Münzen, ich habe hier die Königin der Stäbe und im Unterdeck habe ich den Ritter der Münzen. Es geht hier um einen Neubeginn mit den Pagen. Einerseits, du wirst eine Nachricht bekommen, beziehungsweise kommt hier eine Aktion. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Nachricht sein, kann auch ein Anruf oder eine Begegnung sein. Es ist aber dennoch etwas Kleines. Du wirst hier bei dieser Begegnung nicht sofort hören: Fische, du bist mein Leben, du bist meine Wunscherfüllung, du bist alles, was ich mir jemals vorgestellt habe, bitte heirate mich, ja. Sondern es geht hier einfach darum beim Pagen, es ist etwas Kleines: Hallo Fische, wie geht's dir? Hallo, können wir reden? So in der Richtung. Es ist aber ein ernstes Angebot, das heißt, es geht hier nicht um Spielchen oder sonstiges, sondern es geht hier wirklich um Ehrlichkeit, um ernsthafte Absichten, auch um etwas Stabiles. Und hier mit der Königin der Stäbe, das bist du. Du bist für diesen Mann sehr attraktiv, sehr feurig, du hast doch sehr viel Tatendrang, du strahlst doch sehr viel Energie aus für diese Person. Wenn du sagst, na, ich sehe das überhaupt nicht oder ich sehe mich überhaupt nicht so, für diesen Mann bist du das einfach. Der empfindet dich auch als sehr lebensfroh, dass du auch irgendwie so diese Hummeln im Hintern hast und einfach etwas in deinem Leben erreichen möchtest. Und hier herrscht Anziehung, auch sehr viel Leidenschaft und wie gesagt, er findet dich einfach attraktiv. Hier mit dem Ritter der Münzen, dieser Mann kann noch jünger sein als du, kann, muss nicht. Ein Erdelement vielleicht, das heißt Steinbock, Stier oder Jungfrau. Es ist nur ein Hinweis, das heißt nicht, dass es unbedingt zutreffen muss, ja, aber dieser Mann wird hier zuverlässig auf dich zukommen mit dem Ritter der Münzen, beziehungsweise generell mit den Münzen. Das ist eine langsame Energie, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das Ganze wird seine Zeit brauchen und es ist ja auch so, dass wir im Tarot mit dem Stab anfangen, dann kommt das Schwert, dann kommt der Kelch und erst dann sind wir bei den Münzen. Und das dauert einfach. Gefühle entstehen ja nicht über Nacht. Du brauchst ja erst einen Funken, dann die Gespräche, die gemeinsamen, wo man sieht, wir sind auf einem gleichen Nenner. Dann kommen nach und nach die Gefühle und dann kommt eben diese Ernsthaftigkeit rein, diese Stabilität, die man einfach braucht. Mit dem Ritter der Münzen ist es aber auch einfach so, dass der ausdauernd ist, also der gibt nicht gleich auf. Wenn es hier Hürden gibt, der stellt sich diesen Herausforderungen, einfach weil er mit dir zusammen sein möchte. Und hier ist eine große Arkana darunter, ich sehe ja das schon, ich kenne die Karten schon, Fische. Und hier mit der 3. großen Arkana, die Herrscherin, da sieht dich einerseits einfach als Traumfrau. Die Herrscherin ist eben die Traumfrau für mich im Tarot. Warum? Weil sie alle Königinnen verbindet, also vereint. Mit der Herrscherin geht es auch um Fruchtbarkeit, um Wachstum. Also du kannst hier, wenn du das möchtest und noch kannst, Kinder mit dieser Person bekommen. Aber es geht eben auch darum, dass du dich sehr gut um dich selbst kümmerst, auch sehr kreativ bist. Das habe ich auch hier mit der Königin der Stäbe. Und dass hier mit der Herrscherin auch wirklich etwas entstehen kann, das von langer Dauer ist, weil es ist eine große Arkana und große Arkanas sind einfach auch mächtig. Und dieser Mann wird auch sehr viel Engagement zeigen und sich da wirklich ins Zeug legen. Also, so. Und dann habe ich den Ritter der Stäbe und hier habe ich den Narren. Da brauche ich nicht viel erklären, weil genauso beim Narren und hier
beim Page der Münzen. Hier geht es um einen Neubeginn, hier geht es darum, dass einfach Leichtigkeit in dein Leben kehrt, vollkommen egal, ob du da jetzt auf eine Ex-Beziehung schaust oder ob du bereits in einer Beziehung bist oder Single, wie auch immer, da kommt etwas auf dich zu. Und mit dem Ritter der Stäbe, ja, einerseits diese Entschlossenheit und dieses Feuer, und ich kann dich beruhigen, es kommen dann ja ohnehin noch Karten, 6-6 am Timer. Ich habe hier sehr viel Stab liegen, das ist sehr viel Leidenschaft, und bei dem Stab, das ist halt leider etwas Kurzweiliges, aber ich habe hier die Münze und das zeigt mir einfach, dass hier zwar Anziehung da ist und auch der Tatendrang. Mit den Stäben geht es ja auch um den Tatendrang. Also hier wird jemand entschlossen auf dich zukommen. Der ist nicht nur stabil, dieser Ritter, aber hat auch sehr viel Feuer, sehr viel Leidenschaft. Und mit dem Ritter der Stäbe in Kombination mit dem Ritter der Münzen. Ich nehme hier nicht zwei verschiedene Männer wahr, sondern das ist ein Mann, der entschlossen auf dich zukommen wird, aber nicht in den Leben rauscht, alles auf den Kopf stellt und dann ist er wieder weg und du denkst dir dann, naja, jetzt kann ich mein ganzes Leben ordnen. Nein, das ist hier nicht der Fall. Der bringt einfach Schwung rein, Fische. Und hier habe ich keine Bedenken, weil ich ja die Münzen habe und das ist wirklich etwas Ehrliches und etwas Beständiges. Hätte ich hier nur Stabskarten, dann würde ich mir ehrlich gesagt, ich möchte nicht sagen Sorgen machen, aber dann würde ich dir eher den Ratschlag geben, wenn du eine feste Beziehung willst, dann sei hier vorsichtig. Aber wie gesagt, wir haben ja hier eben auch die Münzen. So, ich muss es dazu sagen, weil vor allem bei Beziehungen brauchst du ja verschiedene Elemente. Nur Stab ist halt nur Anziehung und das wird in den meisten Fällen nicht zu einer langfristigen Beziehung führen. Und wenn du nur Kelche hast zum Beispiel, dann sind zwar die Gefühle da, aber du hast halt keine Leidenschaft. Also man muss da auch immer schauen, Fische. Aber ich habe hier das Ass der Stäbe, ich habe hier die 12. große Arkana, das ist der Gehängte, und ich habe hier den Ritter der Schwerter. Ich habe jetzt zwei Varianten, Fische. Warum? Ab 17. Juli ist der Merkur wieder rückläufig. Ich sage es jetzt ohnehin dauernd in meinen Videos, weil es wichtig ist. Und wenn du mir schon länger zuschaust, dann weißt du, rückläufiger Merkur heißt, dass Ex-Partner wieder zurückkommen können. Wenn du sagst, nein, mich interessiert das nicht, ist alles legitim, aber die Möglichkeit ist einfach da. Hier mit dem Ass der Stäbe geht es um einen Neuanfang voller Potenziale und dieser Mann wird einfach kreativ in deine Richtung kommen, auch sehr strategisch. Hier mit dem Ritter der Schwerter, der überlegt sich ganz genau, welche Schritte er in deine Richtung macht, wie er das Ganze umsetzen kann, damit es auch erfolgreich wird. Der hat zwar die Leidenschaft, will hier aber jetzt nichts falsch machen, damit du dann weg bist und er hat seine Chance nicht ergreifen können. Hier mit dem Gehängten. Einerseits kannst du jetzt in einer Verbindung sein, wo Stillstand herrscht und da kommt wieder Bewegung rein. Das muss jetzt nicht wirklich ein Ex-Partner sein, aber hier gibt es einfach Stillstand mit dem Gehängten. Hier tut sich nichts und wie gesagt, es ist eine große Arkana und das steht eben für diese Mächtigkeit. Das heißt, es kann schon seit langer Zeit Funkstille sein oder eben auch, dass du den vielleicht schon gedatet hast, da hat sich nichts ergeben oder der hat sich dann einfach aus dem Staub gemacht und jetzt kommt da halt wieder Bewegung in die Sache, der hat sich das Ganze vielleicht überlegt, wie auch immer. Und die andere Variante ist einfach, dass du dem Ganzen vielleicht nicht so gesonnen bist, weil der vielleicht wirklich jünger ist. Und auch mit der Herrscherin, wir haben ja die Herrscherin vorhin gehabt und wir haben hier viele Ritter, also das ist ja schon ein Niveauunterschied, Fische, ohne dass ich das jetzt wertend meine. Und du kannst hier mit dem Gehängten vielleicht nicht so überzeugt davon sein und da geht es eben darum, dass du deine Perspektive änderst, damit das Ganze erfolgreich sein kann, dass du dem Ganzen zumindest eine Chance gibst, dir das anschaust. Natürlich, wenn du sagst, der ist mir total unreif oder so, dann lass das, das hat keinen Sinn. Der Gehängte, das ist ja eben, ich nehme eine andere Sicht der Dinge ein, damit das Ganze zum Erfolg wird. Also, wenn du auf einen Ex-Partner schaust oder wo halt einfach Funkstille herrscht, dann wird sich das verändern. Hier kommt Bewegung rein. Der rauscht da in dein Leben, der ist wirklich entschlossen und der überlegt sich das Ganze gut. Und vergiss nicht, wir hatten vorhin den Ritter der Münzen, also hier geht es wirklich auch um die Ehrlichkeit, um die Stabilität. Wenn das in der Vergangenheit nicht so war,
dann ist es jetzt der Fall. Aber schau dir natürlich immer an, wie benimmt sich dieser Mann. Ist das ganze Gehabe noch immer so wie früher? Schreibt er noch immer so Larifari-mäßig wie früher? Dann hat sich der nicht geändert. Dann ist es halt leider nicht eine Legung. Das siehst du halt immer nur im Nachhinein, Fische. Oder es ist einfach nicht die richtige Zeit dafür. Wenn hier jemand Neues in dein Leben kommt, der auf den ersten Blick nicht wirklich deinen Erwartungen entspricht, weil er eben jünger aussieht, jünger ist, wie auch immer, dann gib dem Ganzen vielleicht einfach eine Chance, schau dir das an. Es kann sich hier wirklich zu etwas Stabilem entwickeln, wenn du dem Ganzen auch Zeit gibst und wenn du hier vielleicht jetzt nicht 1:1 auf deinen Wünschen beharrst, Fische, sondern hier auch mit dem Gehängten ein wenig flexibel bist und auch ein wenig loslassen kannst von deinen Erwartungen. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.